Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo auf diesem Kanal. Mit diesem Video möchte ich euch ein leckeres, veganes und gleichzeitig auch ketogenes Gericht vorstellen, indem ich euch zuerst zeigen werde, wie ich aus meinem selbst hergestellten Tofu, das Video dazu verlinke ich euch hier oben, wie ich daraus leckere vegane Meatballs herstellen werde. Und wie ich dann aus diesen sogenannten Fleischbällchen ein ketogenes Gericht zaubern werde, weil wir dazu kohlenhydratfreie Shirataki-Nudeln verwenden werden, die wir zusammen mit den veganen Fleischbällchen in einer leckeren Tomatensauce kochen werden. Für die veganen Fleischbällchen benötigen wir, wie gesagt, zuerst meinen selbst hergestellten Tofu, welchen ich aus gekeimten Sojasprossen selbst hergestellt habe. Dadurch ist er um einiges gesünder als herkömmlicher Tofu. Wie ich das gemacht habe, das könnt ihr in dem Video dazu ja nochmal nachschauen, das hatte ich euch ja schon verlinkt. Jetzt werden wir zuerst diesen Tofu zwischen den Fingern so zerkrümeln, denn dieser krümelige Tofu ersetzt dann das Hackfleisch sozusagen und ist die vegane, gesunde Proteinquelle. Ich hatte den Tofu vorher eingefroren, deswegen ist er an manchen Stellen hier noch nicht ganz aufgetaut. Nachdem dann alles komplett aufgetaut ist, kommen dann die restlichen Zutaten hinzu. Eine gehackte Bio-Zwiebel geben wir zu, genau wie wir das mit Hackfleischbällchen machen. Also mehr oder weniger die gleiche Prozedur. Dann kommen frische gehackte Kräuter hinzu, in diesem Fall hier Petersilie. Dann kommen die Gewürze hinzu, und zwar nehmen wir hier Kurkuma, Methi, also Boxhornklee, Biogemüsebrühe, selbst gemahlener Koriander, Paprika. Zum Kurkuma benötigen wir immer den Pfeffer, deswegen kommt hier jetzt noch selbst gemahlener, also frisch gemahlener Pfeffer hinzu und natürlich Himalaya-Salz nach Geschmack. Dann habe ich noch jeweils einen Teelöffel Bio-Senf und Bio-Tomatenmark hinzugegeben. Man kann auch Paprikamark nehmen, und dann kommen jetzt diese Flohsamenschalen hinzu, also gemahlene Flohsamenschalen. Es ist also immer wichtig, dass man die Flohsamenschalen, wenn man sie so kauft im Geschäft, dass man sie hinterher noch vermahlt zu Flohsamenschalenpulver, weil dieses eine bessere gesundheitliche Wirkung für den Darm hat. Das Flohsamenschalenpulver ersetzt eben hier die Eier, damit hier alles vegan ist. Und jetzt wird einfach alles hier gründlich vermischt, wie man das auch mit Hackfleisch tun würde. Zu einem schönen Brei verarbeiten mit der Hand, also richtig durchkneten, und dann werden wir daraus kleine Hackfleischbällchen formen. Da ich mir dieses Rezept ausgedacht hatte, musste ich mit den Zutaten etwas herumprobieren und habe dann festgestellt, dass ich noch etwas mehr von den Flohsamenschalenpulver brauche, damit die Zutaten besser zusammenhalten, und deshalb hatte ich eben noch mehr dazu gegeben, und jetzt werden wir diese Hackfleischbällchen daraus formen. Man könnte die Masse auch noch etwa 10 Minuten stehen lassen, bevor man dann diese kleinen Hackfleischbällchen daraus formt, weil dann das Flohsamenschalenpulver eben sein Werk besser tun kann, aufquellen und die Zutaten besser miteinander verbinden kann. Und wenn dann alle veganen Hackfleischbällchen fertig geformt sind, dann werden wir sie jetzt in der Pfanne goldbraun anbraten, wozu ich hier jetzt wieder natives Bio-Kokosöl verwendet habe, denn das Kokosöl ist immer das gesündeste Öl zum Anbraten und der Kokosgeschmack ist auch in diesem Gericht wieder gewollt. Und jetzt geben wir eben alle kleinen Bällchen hier nach und nach in die Pfanne und braten diese dann von allen Seiten goldbraun an. Und das funktioniert mit diesen veganen Bällchen genauso einfach wie mit normalen Hackfleischbällchen. Also die fallen nicht auseinander oder nicht, sie halten sehr gut zusammen durch dieses Flohsamenschalenpulver. Damit werden diese Proteinbällchen wirklich super zusammengehalten. Das funktioniert ganz prima, mashallah. Und sobald die dann wirklich von allen Seiten gleichmäßig goldbraun angebraten sind, dann kommt die selbstgemachte Tomatensauce hinzu. Wie ich diese Tomatensauce hergestellt hatte, das Video dazu, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Diese Tomatensauce hatte ich mit Kokosmilch unter anderem hergestellt. Die schmeckt eben so richtig köstlich, wie ich finde, und passt sehr gut zu diesen Bällchen. Und während dann die veganen Meatballs auf kleiner Flamme 5 bis 10 Minuten vor sich hin köcheln, in dieser Tomatensauce werden wir jetzt die Shirataki-Nudeln zubereiten. Dazu nehmen wir sie aus der Packung und spülen sie gründlich unter fließendem Wasser aus, damit dieser Fischgeruch verschwindet, denn die Shirataki-Nudeln liegen immer in einer bestimmten Salzlake, die eben diesen Fischgeruch aufweist, und deshalb muss man sie gründlich vorher durchspülen, dadurch verschwindet der. Und jetzt werden sie ganz normal in kochendem Salzwasser gekocht, wozu wir eben einen Teelöffel Himalaya-Salz noch hinzugegeben haben. Darin werden sie jetzt etwa 10 bis 15 Minuten gekocht. In der Zeit schneiden wir etwas Petersilie nochmal klein. Die wird dann am Ende als Dekoration über dieses Gericht gestreut. Und man kann dann dieses leckere Gericht entweder zu den fertig gekochten Shirataki-Nudeln geben, wie man das mit herkömmlichen Nudeln auch tut, oder man gibt die Nudeln in
diese Soße hinein und kocht sie dann mit den Fleischbällchen zusammen nochmal für etwa 15 Minuten. Ich persönlich bevorzuge die zweite Version, weil die Shirataki-Nudeln nach nichts schmecken eigentlich. Und wenn man sie zusammen mit der Soße kochen würde, dann würde sie den Geschmack der Soße aufnehmen und dadurch sehr viel leckerer noch schmecken. Aber das kann ja dann jeder nach persönlicher Präferenz handhaben. Mein erstes Gericht mit Shirataki-Nudeln, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Darin hatte ich euch schon die vielen gesundheitlichen Vorteile der Shirataki-Nudeln aufgelistet und warum sie für die gesunde ketogene Ernährung perfekt geeignet sind. Hier erwähne ich daher nur nochmal kurz ihre Vorteile. Und zwar sind Shirataki-Nudeln praktisch kohlenhydratfrei und sie sind reich an besonderen Ballaststoffen, den Glucomananen, die zu den löslichen Ballaststoffen zählen und den Verdauungstrakt nur sehr langsam passieren, was zu einer nachhaltigen Sättigung führt. Deshalb genügt schon eine kleine Portion von etwa 100 Gramm Nudeln, um sich langfristig satt und zufrieden zu fühlen. Glucomanane werden überdies von den nützlichen Darmbakterien als Nahrung genutzt, sodass die Shirataki-Nudeln auch als Präbiotika fungieren und so die Darmflora schützen und nähren helfen. Es wird also deutlich, dass man super gut mit diesen Nudeln abnehmen kann. Ferner reduzieren Shirataki-Nudeln den Blutzucker und den Insulinspiegel, senken den Cholesterinspiegel und helfen bei Verstopfung. Und wie gesund Tofu ist, aus dem diese veganen Meatballs hergestellt wurden, insbesondere wenn er aus gekeimten Sojabohnen hergestellt wurde, das könnt ihr in dem Video dazu nochmal nachschauen, das hatte ich euch da oben ja schon verlinkt. Und warum die ketogene Ernährung so gesund ist, insbesondere in der heutigen Zeit, wo wir viel zu viele Kohlenhydrate und zuckerhaltige Nahrungsmittel zu uns nehmen, das hatte ich euch in einem anderen Video auch schon erklärt, das verlinke ich euch hier oben noch einmal. Damit wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen dieses köstlichen, veganen und gleichzeitig ketogenen Gerichts. Guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, das Glockenzeichen zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.